Hallo Weltrettende, ich bin's wieder, Newton. Du bist an weiteren Wissen interessiert? Na dann lass uns keine Zeit verlieren und das Thema Gewichtskraft anschauen. Die Welt wartet schon auf dich. Und mich. Heute zeige ich dir, wie die Gewichtskraft berechnet wird und wo du die Gewichtskraft im Alltag findest. Wusstest du, dass sich die Gewichtskraft ändert, wenn man im Weltall ist? Hier erfährst du mehr zu meinen Entdeckungen. Hast du dich schon mal auf eine Digitalwaage gestellt? Siggi, mein Meerschwein, macht das täglich. Auf dem Display der Waage erscheint dann die Masse in Kilogramm. Aber pass auf, die Waage bestimmt eigentlich gar nicht die Masse bzw. das Gewicht. Die Waage bestimmt die Gewichtskraft, also die Kraft, mit der die Masse auf die Waage wirkt. Dieses neumodische Ding rechnet dann automatisch dein Gewicht bzw. deine Masse aus. Komisch, oder? Gleich zeige ich dir, wie ich den Zusammenhang zwischen Masse und Gewichtskraft entdeckte. Das war an einem heißen Sommertag, als ich eine Rast unter einem Apfelbaum machte, und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Oder vielleicht war es auch der Apfel, der auf meinen Kopf fiel und mir zeigte, dass alles irgendwie immer Richtung Boden gezogen wird. Dieses Phänomen nannte ich schließlich Gravitationsgesetz, das da lautet: Die Gravitationskraft F Gravi ist gleich Masse 1 mal Masse 2 durch den Abstand der Massen r ins Quadrat mal der Gravitationskonstante g. Auch die Gravitationskraft ist eine vektorielle Größe. Das bedeutet für die Gravitationskraft, dass sie immer zu den zwei Massezentren gerichtet ist, die betrachtet werden. Ich konnte feststellen, dass jedes Objekt auf der Erde mit der nahezu gleichen Beschleunigung in Richtung Erde beschleunigt wird. Die Beschleunigung wird aus dem Zusammenfassen der Masse der Erde m2, der Gravitationskonstante g und des Radius r ermittelt. Wir erhalten die Beschleunigung auf der Erde. Sie wird deshalb auch Erdbeschleunigung genannt und mit a Erde bezeichnet. Aufgrund des häufigen Gebrauchs dieser Größe wird a Erde mit klein g abgekürzt. Aber Vorsicht, jetzt sprechen wir nicht mehr von Gravitationskraft, sondern von der Gewichtskraft Fg. Die Gewichtskraft entspricht ebenfalls der Anziehungskraft zweier Körper. Es ist dabei unerheblich, ob ein Körper größer oder kleiner ist. Die Gewichtskraft auf der Erde ist also die Anziehungskraft des betrachteten Körpers und der Erde. Die Kraft wirkt immer wechselseitig. Die Formel lautet damit vollständig: Die Gewichtskraft Fg ist gleich Masse m mal Erdbeschleunigung g. Und noch ein kleiner Hinweis: Wenn vektorielle Größen wie die Kraft und Beschleunigung des Apfels in die gleiche Richtung zeigen, können wir auf die Darstellung mit dem Pfeil verzichten und rechnen gleich mit den Beträgen. Bestimmen wir doch mal die Gewichtskraft eines Apfels auf der Erde. Dazu nutzen wir dann folgende Formel. Die Gewichtskraft Fg ist gleich die Masse des Apfels m multipliziert mit der Erdbeschleunigung g. Jetzt nur noch die Werte für Apfel- und Erdbeschleunigung einsetzen. Eingesetzt ergibt sich Fg ist gleich 0,5 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Quadratsekunde und das sind rund 4,905 Newton. Aber die Gewichtskraft für ein und denselben Gegenstand ist nicht immer gleich. Befindet sich mein geliebter Apfel zum Beispiel auf dem Mond, so ändert sich natürlich auch die Gewichtskraft. Aber Achtung, nicht die Masse. Die Beschleunigung auf dem Mond mit a Mond gleich 1,62 Meter pro Quadratsekunde erhältst du übrigens, wenn du die Masse und den Radius des Mondes in die Gravitationsgleichung einsetzt. Um zu erforschen, wie sich die Gewichtskraft des Apfels auf dem Mond verändert, setzen wir die Masse des Apfels und die Beschleunigung auf dem Mond in die Formel der Gewichtskraft ein. Es ergibt sich für die Formel Gewichtskraft des Apfels auf dem Mond, Fg Mond, ist gleich 0,5 Kilogramm mal 1,62 Meter pro Quadratsekunde. Die Gewichtskraft hat dadurch einen Wert von 0,8 Newton. Dieser Wert ist kleiner als auf der Erde, weshalb sich der Apfel auf dem Mond auch gleich viel leichter anfühlt. Hier nochmal ein kleiner Vergleich. Die Beschleunigung auf der Erde mit 9,81 Meter pro Quadratsekunde ist ca. 6-mal größer als auf dem Mond mit 1,62 Meter pro Quadratsekunde. Die 0,5 Kilogramm Masse fällt also langsamer auf dem Mond. Das bedeutet auch, dass für die gleiche Masse eine andere Gewichtskraft auf den zwei Himmelskörpern herrscht. Die Masse eines Körpers ist somit ortsunabhängig, das heißt nicht vektoriell.
Das bedeutet, die Masse ein und desselben Objektes ist an allen Orten gleich. Wir können mit der Gleichung für jeden Körper die Gewichtskraft auf der Erde, aber auch auf anderen Planeten bzw. Monden bestimmen. Okay, ich fasse das Ganze nochmal zusammen mit den wichtigsten Punkten. Die Gewichtskraft wird aus dem Gravitationsgesetz nach Newton, also mir, bestimmt. Sie beschreibt die Anziehungskraft zwischen zwei Massen und wirkt immer wechselseitig. Körper 1 zieht Körper 2 an und umgekehrt. Die Gewichtskraft auf der Erde ergibt sich aus der Masse mal der Erdbeschleunigung. Die Formel lautet Fg gleich m mal g. Die Erdbeschleunigung g hat einen Wert von rund 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Na, das war doch gar nicht so schwer. Falls du noch mehr wissen willst, schau doch mal auf meinem Blog vorbei. Dann viel Erfolg noch bei deiner Mission.